Die Peer-Reviewerin hat 2 Aufgaben: Den Autorinnen aufzuzeigen, welche Stärken und Schwächen ihr Manuskript hat und wie es verbessert werden könnte, und dem Editor eine Empfehlung auszusprechen, ob das eingereichte Manuskript angenommen, abgelehnt oder zur Überarbeitung zurückgesendet werden sollte. Heute schauen wir uns an, wie man dabei vorgehen kann. Ich werde immer wieder von Journals angefragt, ob ich ein Manuskript begutachten könnte. Pro eingereichtes Manuskript benötigt der Editor normalerweise 2 bis 3 Reviewer. Bevor ich antworte, frage ich mich: Kenne ich mich im Fachgebiet genügend gut aus? Habe ich keine Interessenskonflikte? Und habe ich jetzt Zeit für diese Aufgabe? Dementsprechend habe ich bei der letzten Anfrage zugesagt. Für ein Review benötige ich etwa einen halben Tag. Wenn das Manuskript sehr gut oder sehr schlecht geschrieben ist, geht es etwas schneller. Bei einem qualitativ mittleren oder schlechteren Manuskript etwas länger. Typischerweise gibt einem das Journal nach Akzeptanz der Einladung 2 Wochen Zeit für den Review. Als erstes sollte man sich über das Journal informieren, wenn man es noch nicht kennt, und sich anschauen, wie die Review-Rückmeldung zu gestalten ist. Dann liest man das Manuskript einmal komplett durch. Ich drucke es mir jeweils aus und füge handschriftliche Notizen ein. Beim zweiten Lesen verfasse ich dann meine Rückmeldung und gehe Details nach. In der Einleitung sollten die Forschenden den Stand der Forschung und den Research Gap, also die Lücke, aufzeigen, die durch die vorliegende Studie gefüllt werden soll. Das war in diesem Manuskript hier eher nicht so. Außerdem überprüfe ich meist ein paar Referenzen, ob da wirklich drin steht, was zitiert wurde. Wenn hier Fehler auftauchen, ist das für mich ein Zeichen, dass das Manuskript nicht sorgfältig verfasst wurde. Manchmal wird aus der Einleitung anderer Artikel zitiert, nicht etwa aus den Resultaten oder Schlussfolgerungen. Wenn also zum Beispiel geschrieben wird, dass ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung an einer bestimmten Erkrankung leidet, erwarte ich als Referenz eine epidemiologische Studie und nicht eine andere klinische Studie. Bei den Methoden überprüfe ich zum Beispiel die Registrierungsnummern von klinischen Studien. Wurde die Studie überhaupt registriert? Wann wurde sie registriert? Und stimmen die Angaben bei der Registrierung mit denjenigen im Manuskript überein? Die Studie, die ich hier begutachtet habe, wurde zum Beispiel erst nachträglich registriert. So etwas muss im Manuskript beschrieben und erklärt werden. Was ich natürlich nicht überprüfen kann, ist, ob die Studie tatsächlich wie beschrieben durchgeführt wurde und ob die Ergebnisse korrekt erfasst wurden. Von der Beschreibung her scheint hier eine angemessene Methodik verwendet worden zu sein. Es wurde eine Berechnung der Stichprobengröße vorgenommen, die Dauer der Studie, die Medikamentendosierung und die Endpunkte sind realistisch. Der Methodenteil ist auch einer der besten in diesem Manuskript, das heißt, er ist ziemlich detailliert beschrieben. Als nächstes kommt die Darstellung der Ergebnisse. Sind Tabellen und Grafiken übersichtlich und gut dargestellt mit den Einheiten und allen wichtigen Details? Passen sie zu den Beschreibungen im Text oder sind sie eventuell redundant? In der Diskussion sollen die Ergebnisse nochmal kurz zusammengefasst und mit denjenigen anderer Studien verglichen werden. In diesem Artikel wurden in der Diskussion die Ursachen für die Erkrankung und die möglichen medikamentösen Behandlungen dargestellt. Das gehört aber eigentlich in die Einleitung. Dafür fehlt hier der Vergleich mit anderen Studien aus diesem Gebiet. Wichtig ist auch, dass die Schlussfolgerungen auf den Ergebnissen beruhen und nicht übertrieben positiv dargestellt werden. Die Referenzen überprüfe ich nur stichprobenartig. Manchmal wird vom Journal auch eine Einschätzung verlangt, ob die wichtigsten Arbeiten zitiert wurden. Das finde ich eher schwierig, denn welches sind denn die wichtigsten Arbeiten auf diesem Gebiet? Da mache ich meist eine kurze Literatursuche in PubMed. Ein weiterer Punkt ist, wie häufig die Autorinnen sich selbst zitiert haben. Denn manche machen sich nicht groß die Mühe, die Arbeiten anderer überhaupt aufzulisten. Für die Gesamtbeurteilung, ob ein Manuskript bevorzugt publiziert werden sollte, ist auch relevant, wie wichtig und neu die Forschungsfrage ist. Dies wird leider anhand dieses Manuskripts überhaupt nicht klar, da kaum mit anderen Forschungsarbeiten verglichen wurde. Nun übertrage ich meine Einschätzung ins Online-Formular. Ich empfehle eine gründliche Überarbeitung, Major Revision, da das Manuskript doch zahlreiche Schwächen aufweist. Ins Kommentarfeld kommt zuerst eine sehr kurze Zusammenfassung des Papers, dann die positiven Punkte, schließlich die negativen. Meist unterteile ich diese noch in größere und kleinere Punkte. Wenn es sehr viele sind, lohnt es sich, diese zu nummerieren.
Die Rückmeldungen sollen natürlich konstruktiv, spezifisch und freundlich sein, so wie diejenigen, die man selbst erhalten möchte. Wie geht ihr vor beim Reviewen? Seid ihr eher kritisch oder großzügig? Erhaltet ihr überhaupt entsprechende Anfragen? Nun hoffe ich, dass die Autoren meine zahlreichen Kritikpunkte ernst nehmen, ihren Artikel deutlich verbessern und nicht nur mit 2 oder 3 kleinen Änderungen wieder einreichen. Bis zum nächsten Video.